Die größte Weltmeisterschaft aller Zeiten, 48 Mannschaften in 3 Ländern wird gespielt. Wir starten mit dem Eröffnungsspiel. Nostalgie pur kommt da auf. Mexiko gegen Südafrika, genau wie bei der WM 2010, nur umgekehrt. Meine Prognose auch in diesem Jahr natürlich zur Weltmeisterschaft. Ich habe unten in der Videobeschreibung Timecodes erstellt, wenn ihr zu den jeweiligen Gruppen springen wollt. Wir starten den Marathon. Mal gucken, wie die Mexikaner das Eröffnungsspiel gegen Südafrika bestritten haben. Natürlich Highlights, möglichst auch die Tore oder auch ein paar Chancen. Wir starten rein in Minute 35. Die erste Chance für die Mexikaner. Legen sich die Südafrikaner hier gut zurecht vor dem eigenen Strafraum. Und dann ist es am Ende Quinones, der da oben jetzt eingelaufen kommt mit der Gelegenheit. Aber der Schuss an den Pfosten. Ansonsten springen wir rein in die zweite Halbzeit. Viel Mittelfeldgeplänkel, Chancen auf beiden Seiten. Und dann der erlösende Angriff. Minute 84, der eine ganze Nation in Ekstase versetzte. Das goldene 1:0, Roberto Alvarado. Die Mexikaner natürlich ausverkauftes Haus, Eröffnungsspiel, da ist immer viel Druck dabei. Die ganze Welt schaut drauf und das 1:0, das ist befreiend natürlich. Gerade auch für so ein Turnier kann das Kräfte freisetzen. Hier der schöne Ball in die Mitte. Und dann war es geschafft für die Mexikaner. Das 1:0, nicht viele Tore, aber am Ende 3 Punkte geholt. Das ist ganz, ganz wichtig zum Auftakt hier. Und das ist schon mal ein guter Start in dieses Turnier. Springen wir direkt rüber ins andere Spiel der Gruppe A. Südkorea gegen Tschechien. Auch 2 Mannschaften, die um Platz 2 oder um einen der besten Gruppen dritten Plätze kämpfen. Wir starten rein, die Tschechen in weiß, von rechts nach links mit der ersten Gelegenheit und gleich mit dem ersten Tor. Und das war nicht von schlechten Eltern. Gut rausgespielt, Torschütze am Ende Pavel Schulz, der freigespielt wurde vom Leverkusener Patrick Schick. Auch er wird natürlich eine der Hauptfiguren sein in dieser Gruppe. Wird er seine Tschechen in 16. Finale schießen. Wir haben natürlich eine Runde mehr. Dadurch, dass wir auch mehr Mannschaften haben, natürlich ein Marathon. Deswegen haben wir keine Zeit zum Durchschnaufen. Weiter geht's. Die Südkoreaner antworteten durch diesen krassen Abwehrfehler der Tschechen. Was machen die denn da hinten? Und in Minute 21 der Ausgleich. Durch Chang quer gespielt aus 5 Metern. Den mach selbst ich sogar noch rein. Mit Badelatschen musst du natürlich dann auch erstmal so verwandeln. Es wurde ein offenes Spiel, kurz vor der Pause, dann wieder die Tschechen. Und Thomas Souček, der Torschütze. Schöne Tore, muss man sagen. Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Er, der mit seinem Verein abgestiegen ist mit West Ham United. Thomas Souček brachte seine Nation, brachte seine Mannen hier wieder in Führung. Das war richtig gut gespielt. Auch hier wieder die Vorlage von Patrick Schick. Und dann kommt er völlig frei aus 13, 14 Metern zum Schuss. Und die zweite Halbzeit sollte nicht viel weniger spektakulär werden. Die Südkoreaner mit dem Ausgleich nach gut einer Stunde. Der Doppeltorschütze Cho. Der kommt auch da relativ frei zum Schuss. Ein bisschen verdeckt. Aber da gab es auch nichts zu halten. Und dann kurz vor Schluss, Minute 84, 6 Minuten vor dem Ende, drehte Südkorea das Spiel zum 3:2. Und es ist wieder Cho Gu-sung, der Torschütze. Jetzt haben wir mal seinen vollen Namen. Dreierpack im Eröffnungsspiel für sein Land. Das gibt es auch nicht alle Tage. Auch wieder ein grober Schnitzer, grober Fehler. Und dann stehen die Tschechen zu weit auseinander. Und am Ende ist es dann Cho zum dritten unter die Latte, der Südkorea den Auftaktsieg beschenkt. 3:2 gegen Tschechien. Am Ende jeder Gruppe lohnt natürlich auch der Blick auf die Tabelle. Südkorea auf der 1, Mexiko dahinter, Südafrika auf 3, die Tschechen auf der 4. Die 8 besten Gruppendritten kommen neben den ersten beiden aus jeder Gruppe weiter. Das heißt, das wird auch noch ein richtig spannendes Rennen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir machen weiter mit Gruppe B. Und zwar zum zweiten Gastgeber dieser WM, Kanada gegen Bosnien-Herzegowina, die auch nach langer Zeit mal wieder bei einer WM mit dabei sind. Unter anderem mit Bundesliga-Legionär Ermedin Demirovic und Edin Dzeko, auch bekannt aus Funk und Fernsehen, aktuell bei Schalke 04. Es war eine sehr offene Partie, Chancen in der ersten Halbzeit, zweite Halbzeit ein bisschen abgeflacht, aber dann kam er. Dann war sein Moment da, in Minute 88, Edin Dzeko brachte Bosnien mit 1:0 in Führung. Auch eine sehr, sehr interessante Gruppe, dazu gleich noch Katar gegen die Schweiz. Nochmal gesagt, die 8 besten Gruppendritten kommen neben den ersten beiden noch weiter. Das heißt, die Bosnier, genauso wie die Kanadier, haben aber natürlich noch alle Chancen, sich auch direkt fürs 16. Finale zu qualifizieren.
Bosnien unter dem Strich mit dem verdienten 1:0. Und jetzt springen wir gleich rüber zum nächsten Spiel. Katar gegen die Schweiz. Der Gastgeber der letzten WM. Also zum Auftakt gegen die Eidgenossen, die auch einen richtig guten Kader eigentlich haben. Ein ganzes Spiel. Viel Mittelfeldgeplänkel. Auch hier nur kurz vor Schluss. Eine Szene, ein Highlight. Aus Sicht der Kataris. Karim Boudiaf. Das 1:0 für den Wüstenstaat. Und natürlich ein miserabler Auftakt für die Schweizer, die aber auch noch alle Möglichkeiten haben auf ein Weiterkommen. Dann blicken wir auch hier kurz und knapp auf die Tabelle der Gruppe B. Bosnien und Katar führen sie an. Die Schweiz und die Kanadier auf 3 und 4, haben aber auch noch alle Möglichkeiten, um weiterzukommen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Schnell weiter und rüber in Gruppe C. Wo wir Rekordweltmeister Brasilien finden, zusammen mit Marokko, mit Haiti und mit Schottland. Und es ging nach 19 Minuten ideal los für die Brasilianer. Neymar Junior, da stand ja vor dem Turnier noch gar nicht fest, ob er nochmal mitspielt oder nicht. War lange verletzt, eigentlich wollte er nicht mehr, aber dann hat er doch mit Leistungen überzeugt und ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil der Seleção. Mal gucken, ob es vielleicht dieses Jahr für den WM-Titel reicht. Brasilien auch in Halbzeit 2 Ton angeben, Spiel überlegen. Vinicius Junior noch mit der größten Chance. Aber unter dem Strich die Brasilianer mit einem verdienten 1:0, Start mit 3 Punkten und haben alle Möglichkeiten aufs 16. Springen wir rüber ins andere Spiel. Haiti, Neuling in der WM gegen Schottland, die ja schon bei dem ein oder anderen Turnier mit dabei waren. Und die Schotten waren es auch, die in Minute 19 zum 1:0 trafen. John McGinn, der Kapitän von Aston Villa, der im Sommer erst die Europa League gewonnen hat gegen den SC Freiburg, bringt also sein Land hier mit 1:0 in Führung. Und die Schotten auch im weiteren Verlauf des Spiels sehr tonangebend. Haiti, ja, vielleicht ist das doch eine Nummer zu groß für den Inselstaat, aber trotzdem ein riesiges Erlebnis für die Jungs, mit dabei zu sein. Am Ende ein verdientes 1:0 für die Schotten gegen Haiti. Und auch hier blicken wir natürlich kurz auf die Gruppe. Brasilien und Schottland, beide mit einem Tor geschossen, marschieren vorneweg. Haiti und Marokko auf Platz 3 und Platz 4. Wir springen weiter in Gruppe D. Dort wartet unter anderem der dritte Gastgeber. Team USA startet nämlich in die WM zu Hause gegen Paraguay. So feierlich das vor dem Spiel war, so träge und so sorglos war es dann während des gesamten Spiels. Diese Szene hier ist bezeichnend für dieses Spiel. Viel Ball hin und her geschiebe, keine einzige Aktion vor den Toren. Ein Graus zum Start. Das kann aus Sicht der Amerikaner natürlich vor heimischem Publikum nur besser werden. Also die USA sorglos, so trostlos, 0:0 gegen Paraguay. Springen wir schnell zum anderen Spiel. Da sind nämlich ein paar Tore gefallen, das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Australien gegen die Türkei. Die Türkei auch nach 2002 mal wieder nach einer Weltmeisterschaft oder bei einer Weltmeisterschaft mit dabei. Gaben den Ton an in Halbzeit 1. Und kurz vor dem Halbzeitpfiff dann diese Chance durch Yilmaz. Und der Pausenführung. Hier sehen wir das nochmal aus der Sicht von Yilmaz. Er versuchte noch ein Australier den Ball von der Linie zu kratzen. Erwischte leider nur den Pfosten, schmerzhaft. Für die Türkei war es dennoch ein riesiger Erfolg. Und nach knapp einer Stunde, den kennt natürlich jeder Bundesliga-Legionär Hakan Çalhanoğlu, momentan in Italien unterwegs, brachte also seine Türken auf die Siegerstraße. Die Türken gewannen am Ende ganz verdient mit 2:0. Und auch hier schauen wir kurz auf die Tabelle. Die Türkei führt diese nämlich mit 3 Punkten an, dahinter die USA und Paraguay, Australien auf dem letzten Platz. Alles nur eine Momentaufnahme, wie die Deutschen reingestartet sind. In ihrem Spiel gegen Curaçao, das erfahrt ihr es unter anderem in Gruppe E. Der Auftaktgegner, nämlich Neuling Curaçao, Weltranglisten 72. Sollte eigentlich gar keine so große Aufgabe sein, oder? Starten wir mal rein. Minute 7 mit diesem schönen Kopfballtor von Nico Schlotterbeck, getreten von Joshua Kimmich. Der Eckball präzise auf den Kopf des Dortmunders. Hier auch nochmal in der Slow-Mo zu sehen. Keine Chance für den Keeper. Nächste Chance direkt. Gut halbe Stunde gespielt. Die beiden Premier League-Legionäre Wirtz und das Big Nick. Nick Woltemade mit dem Außenriss. Ein schönes Tor, auch für ihn natürlich. Ein richtig gutes Gefühl, hier gut reinzustarten in dieses Turnier. Und auch Curaçao, die Deutschen wurden dann ein bisschen fahrlässiger, was die Verteidigung anging. Und Jürgen Lukadia, auch ehemals Bundesligaspieler, machte dann noch das 2:1. Die Deutschen hatten das weitestgehend im Griff, gewannen am Ende ein bisschen glücklich mit 2:1.
Rüber ins Parallelspiel, Elfenbeinküste und auch Ecuador. 2 richtige Schwergewichte für die deutsche Nationalmannschaft. Das wird also auch richtig spannend in den nächsten Spielen. Die erste Chance nach 11 Minuten durch Wahi, ehemals Frankfurter in Nizza, im letzten halben Jahr richtig gut Gas gegeben. Und früh zur zweiten Halbzeit dann Ecuador. Nach genau 48 Minuten durch Yeboah mit dem goldenen Tor zum 1:0. Die Südamerikaner also legen genauso wie die Deutschen mit 1:0 vor. Gucken wir auf die Tabelle und sehen, dass das in der Gruppe richtig stramm und noch richtig eng wird. Die Deutschen erstmal auf der 1 vor Ecuador, die Elfenbeinküste und Curaçao wahrscheinlich nur mit Außenseiterchancen. Wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Machen wir weiter mit Gruppe F. Allemann von links nach rechts, die Niederländer sind am Start gegen die Japaner. Super Start nach 9 Minuten. Cody Gakpo, was für ein Tor. Brachte seine Mann hier in Führung. Wichtiges Tor. Auch die Niederländer warten seit vielen Jahren auf einen Weltmeistertitel. Werden sie es nun in Amerika ausgerechnet schaffen? Zum erweiterten Favoritenkreis zählen sie nicht. Aber mal gucken, vielleicht haben sie leichte Außenseiterchancen. Nächste Chance, wieder Cody Gakpo nach 29 Minuten. Richtig guter Ball, richtig gute Auftaktbegegnungen. Auch in der zweiten Halbzeit noch diese Chance hier. Aus etwas spitzerem Winkel, gut gehalten vom japanischen Torwart. Am Ende aber die Niederländer mit dem 1:0 verdient gegen Japan. Rüber ins Parallelspiel, die Schweden und Tunesien streiten sich wahrscheinlich um den zweiten und um den dritten Platz. Die Ecke nach 9 Minuten verlängert und da kommt Starlet für die Schweden. Sorglos verteidigt, zu sorglos verteidigt. Aus Sicht der Tunesier, der kam völlig frei am 5 Meter, kann den Ball sogar noch mal annehmen. Und ihn dann im Stile eines Spitzenstürmers, Ibrahimovic, war stolz auf ihn, in die Maschen reinnetzen. Aber nach dem Gegentor, die Tunesier ein bisschen besser. Mit vielen, vielen Chancen innerhalb von wenigen Minuten. Hier mal durch Hannibal, lustiger Name, aber große Gelegenheit. Und auch die dritte Chance innerhalb von wenigen Minuten. Da verpassten es die Tunesier auf 1:1 zu stellen. Und wenn man diese vielen Chancen nicht nutzt, was passiert dann meistens? In Persona von Matthias Swanberg. Das 2:0 nach Vorlage von Elanga. Auch eine richtig gute Saison gespielt bei Manchester United. Verdient war es zu dem Zeitpunkt nicht. Aber wie schon gesagt, wenn du die Chancen auf der einen Seite nicht nutzt, dann kommt der Gegner und verwertet sie umso besser auf der anderen Seite. Und verdienter Sieg. Zweite Halbzeit war nicht mehr so viel los. Die Schweden übernehmen erstmal die Tabellenführung. Sehen wir auch gleich nochmal, wenn wir auf die Tabelle blicken. Am Ende ein verdientes 2:0 gegen Tunesien. Also die Schweden grüßen von ganz oben, dahinter dann die Niederländer, Tunesien und Japan natürlich immer noch mit Chancen aufs Weiterkommen. Wir gehen weiter in Gruppe G. In Gruppe G wartet mit Belgien eine weitere Nation, die ja schon viele, viele Jahre auf einen Titel wartet. Viele goldene Generationen rund um De Bruyne und Lukaku. Werden sie es vielleicht in Amerika schaffen? Wir werden es sehen. Apropos Lukaku, da ist er nämlich nach 7 Minuten. Aus etwas spitzerem Winkel, aber ein klasse Stürmer, abschussstark. Und Lukaku ist einfach Lukaku. Da kann man nichts machen. Dahinter De Bruyne als Vorlagengeber. Hätte ich schon gerne auch in meiner Mannschaft, diese beiden Spieler. Also verdient es ein frühes 1:0 für die Belgier, die sofort weitermachten, die hier das Heft des Handelns in die Hand nahmen und auch nach 27 Minuten mit diesem Angriff hier kamen. Und wieder die beiden im Zusammenspiel. Erst De Bruyne und dann wieder Lukaku, diesmal mit rechts. Ein unglaublich bulliger Stürmer, immer noch treffsicher, auch in seinem hohen Alter. Er weiß halt eben, wo das Tor steht. Und die Belgier also mit dem verdienten 2:0 hatten auch das ganze Spiel über lang eigentlich in der Defensive nicht so viel zu tun. Hier mal eine Chance der Ägypter, aber pariert von Thibaut Courtois. Und in Minute 90, damit machen wir das Spiel dann rund und komplett. Da kamen dann die Ägypter doch nochmal in Persona von Omar Mamouche zum Anschlusstreffer. Für mehr hat es aber nicht mehr gereicht. Die Belgier gewinnen also ihr Auftaktspiel mit 2:1 gegen Ägypten. Blicken jetzt natürlich auf das andere Spiel in dieser Gruppe und werden wahrscheinlich als Sieger durch jene gehen. Der Iran und Neuseeland stehen sich nämlich hier gegenüber. Zwei Mannschaften, mit denen man jetzt eigentlich nicht so viel, wo man nicht so viel erwarten kann. Hier mal die beste Chance, Babusa für die Neuseeländer. Da hat nicht viel gefehlt. Da sieht man sogar den Schatten vor dem Ball, wenn man genau hinsieht. Jetzt auf dem Pfosten. Also so weit ging der dann doch nicht vorbei. Und es waren auch die Neuseeländer, die in der zweiten Halbzeit dann nochmal zu einer Chance kamen. Thomas zonenplatziert. Und die Iraner dann auch nochmal in der 72. Minute mit einem Schuss direkt
auf den Keeper. Am Ende ein verdientes 0:0. Die Belgier also grüßen von Gruppe G, von ganz oben aus Gruppe G. Dahinter dann der Iran und Neuseeland. Ägypten noch auf dem letzten Platz, aber das kann natürlich in den nächsten Spielen noch repariert werden. Wir kommen zum aktuellen Europameister und mit einer der Top-Favoriten Spanien mit Lamine Yamal unter anderem und vorne mit Oyarzabal. Da ging es gleich mal los in Minute 7, da kracht es am Gebälk. Aber auch die Kapverden, auch Neuling zum allerersten Mal bei einer Weltmeisterschaft mit dabei, suchten hier und da ihre Chancen. Die Spanier mit sehr, sehr vielen Möglichkeiten. Und hier Yamal muss er einfach nur querlegen, macht alleine. Aber der Ball wollte einfach nicht im Tor der Kapverder untergehen. Dann aber kurz vor der Pause, da war der Band angebrochen und es war Fabian Ruiz, der auch schon bei der letzten Europameisterschaft die Deutschen aus dem Viertelfinale geköpft hatte. Hochverdient natürlich. 5, 6 Großchancen bis dahin gehabt und die Spanier wurden also ihrer Favoritenrolle gerecht. Und auch in Halbzeit 2 in Minute 81 der mittlerweile eingewechselte Nico Williams versenkte den Ball nach einer schönen Einzelaktion. Die Spanier gewinnen mit 2:0. Rüber ins Parallelspiel. Saudi-Arabien und Uruguay standen sich dort gegenüber und die Saudis, die wurden ganz schön frech. Gewannen ja auch 2022 ihr Auftaktspiel gegen den späteren Weltmeister Argentinien und gingen auch hier nach 37 Minuten in Führung durch Salem. Der Schuss in den Winkel, nichts zu machen. Uruguay auch überraschend schwach, Valverde mit auf dem Feld. Aber am Ende ein überraschender Sieg vielleicht für Saudi-Arabien, würde ich schon sagen. Die Spanier natürlich Top-Favorit in dieser Gruppe. Erstmal auf der 1, dahinter Saudi-Arabien, Uruguay, die Kapverden werden wahrscheinlich auf Platz 4 landen. Schauen wir uns die nächsten beiden Spiele an. Weiter geht's in Gruppe I. Wir kommen zum zweiten großen Top-Favoriten, die Franzosen. Letzte Weltmeisterschaft, ja nur im Elfmeterschießen gegen Argentinien gescheitert. In der 123. Minute verhinderte der Fuß von Martinez den zweiten Weltmeistertitel in Folge. Das Auftaktspiel gegen Senegal, sehr, sehr schwere Kost, wenig Chancen. Die Franzosen taten sich unheimlich schwer gegen gut verteidigende Afrikaner und somit blieb am Ende nur ein 0:0. Das Parallelspiel zwischen Irak und auch Norwegen mal wieder dabei bei einer Weltmeisterschaft. Ødegaard, Haaland, natürlich nur 2 Spieler zu nennen. Ødegaard sehen wir jetzt gleich hier in Aktion. Premier League Meister mit Arsenal, das Champions League Finale knapp verloren. Aber auch Norwegen brachte es nicht zustande, hier ein Tor zu schießen. Genauso wenig die Iraker, die es hier und da immer wieder versuchten. Von Haaland auch sehr, sehr wenig zu sehen. Der braucht noch ein bisschen, um hier wirklich ins Turnier zu kommen. Hier seine beste Aktion. Und am Ende auch nochmal in Minute 84 Haaland mit der XXL-Chance. Am Ende hat es nichts gebracht. Die Iraker verteidigen gut. Mit ein bisschen Glück holen sich ein 0:0. Ein kurioser Blick auf die Tabelle. Alle Mannschaften haben einen Punkt. Alle Mannschaften haben aber noch nicht getroffen. Und auch noch dementsprechend kein Gegentor bekommen. Schauen wir mal, wie es an Spieltag 2 wird. Wir machen weiter mit Argentinien. Der amtierende Weltmeister startet seine Mission Titelverteidigung gegen Algerien. Eine weitere sehr unangenehm zu bespielende Truppe. Und das bekamen sie schon nach 5 Minuten zu spüren. Houssem Aouar mit einem sensationellen Tor. Schön die Direktabnahme. Hier sehen wir das auch nochmal in der Slow-Mo. Houssem Aouar, kurze Nebenstory, wäre fast bei Eintracht Frankfurt gelandet. Alle Vorstellungsvideos waren schon abgedreht. Dann platzte der Deal noch in allerletzter Sekunde. Die Argentinier brauchten ein bisschen, um hier in die Partie zu kommen. Allen voran auch Lionel Messi. Dann aber 2, 3 gute Gelegenheiten innerhalb von wenigen Augenblicken. Hier kommt er dann gleich nochmal an den Ball. La Pulga brachte aber auch den Ball nicht im Tor unter. Dann eine Szene, die nichts Ungewöhnliches ist. Ein Spieler wird ausgewechselt. Leo Messi wird aber ausgewechselt und Lautaro Martinez kommt rein. Sehr, sehr ungewöhnlich aus Sicht der Argentinier. Warum haben wir die Szene mit drinne? Ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken. Wir lassen das Ganze ungeschnitten weiterlaufen. Der Abschluss der Algerier wird sofort abgefangen von Romero. Und dann geht schnell nach vorne. Rodrigo de Paul, Alvarez. Und dann ist es natürlich jener Lautaro Martinez, der am Ende dann noch das 1:1 besorgte. Ausgerechnet er. Mit Messi hat es nicht geklappt. Mit Martinez kamen dann die Tore. Aber Argentinien stolpert in Anführungszeichen. Holt nur ein 1:1 gegen Algerien. Die Österreicher, ihr Auftaktspiel gegen Jordanien. Ich glaube, Platz 2 oder Platz 3 sollte realistisch drin sein, je nachdem, wie sie dann auch im Spiel gegen Algerien spielen.
Nach einer halben Stunde eröffnete Marko Arnautovic den Torreigen. Die Österreicher richtig gut in Form, richtig starke Performance. Gerade auch vorne in der Offensive, variable Läufe, viele Chancen, die gar nicht ins Video reinpassen, weil wir gar nicht so viel Zeit haben. Nächstes Tor, Minute 40, kurz vor der Pause. Ein weiterer Bundesliga-Legionär, Gregal. Michael Gregoritsch, die Augsburger, wird's freuen und kurz vor dem Spielschluss dann nochmal Marko Arnautovic auf Gregoritsch und der haut den Ball mit 300 km/h oben in den Winkel rein. Die Österreicher, richtig starke Performance und ein verdientes 3:0 und, wie wir gleich sehen, übernehmen erstmal die Tabellenführung in Gruppe J. Und zwar mit 3:0 Toren, dahinter Argentinien und Algerien, Jordanien auf dem letzten Platz. Natürlich noch alles offen. Argentinien muss sie sputen. Österreich hat sehr, sehr gute Chancen, ins 16. einzuziehen. Ein weiterer Favorit um den Weltmeistertitel ist Portugal mit ihrem großen Legionär, natürlich Cristiano Ronaldo. Wird es seine letzte Weltmeisterschaft sein, ja oder nein? Wir werden das Ganze spannend beobachten. Gegen die Dominikanische Republik Kongo, auch dabei bei einer Weltmeisterschaft. Die Portugiesen nach anfänglichen Schwierigkeiten kamen immer besser rein und nach 26 Minuten durch Neto schossen sie das 1:0. Erstes Tor richtig schön gemacht und die nächste Chance ließ nicht lange auf sich warten. Rafael Leao, Minute 34. Da hat er dann verpasst, das 2:0 zu schießen. Aber auch die Afrikaner waren im Spiel, hatten hier und da ihre Chancen. Also auch so ganz sattelfest sah das noch nicht aus bei den Portugiesen. Aber dann nach einer Stunde das erlösende 2:0 Neto und da läuft Vitinha ein. Vom aktuellen Champions League-Sieger Paris Saint-Germain. Ein überragendes Mittelfeld. Zusammen mit João Neves, mit Bruno Fernandes. Also ich bin sehr, sehr gespannt, was die Portugiesen noch alles leisten werden bei der WM. Hier nochmal eine Chance für den Kongo vor der 90-Minuten-Marke. Die Portugiesen gewinnen am Ende souverän ihr Auftaktspiel mit 2:0. Ein weiterer Neuling bei der WM, Usbekistan, empfängt oder spielt das erste Spiel gegen Kolumbien. Die Südamerikaner zum wiederholten Male auch mit dabei, die ganz gut drin waren. Durch den Münchner Diaz und jetzt aufgepasst. James Rodriguez läuft da hinten ein, bringt sich in Position und dann muss er den einfach nur noch reinschieben. Ins leere Tor, die Zuschauer können es nicht fassen und auch ich kann es nicht fassen. Den macht er normalerweise, den macht er blind. Aber dort knapp vorbei und die Usbeken spielten überraschenderweise richtig gut mit, hatten aber natürlich auch hinten die Fehler, die du nicht machen darfst bei so einem großen Turnier, hatten auch Glück, dass die Kolumbianer nicht so gut im Abschluss waren und wie es dann so ist, so Geschichten schreibt auch eine Weltmeisterschaft, die Usbeken mit dem 1:0. Und das sollte auch bis zum Schluss Bestand halten. Also, wir haben die erste große Überraschung. Usbekistan gewinnt ihr Auftaktspiel mit 1:0 gegen Kolumbien. Und wir sehen gleich, was das für die Tabelle ausmacht. Der Torschütze Kamadamov wird in die Geschichtsbücher eingehen. Der Usbeken wird wahrscheinlich ein Denkmal kriegen. Also auch eine gute Ausgangslage und jetzt nicht mehr so unwahrscheinlich die Chance aufs 16. für den Neuling. Denn wir sehen auf Platz 2 Usbekistan hinter Portugal, Kolumbien und der Kongo natürlich auch immer noch mit allen Möglichkeiten. Wir haben es eigentlich geschafft, der Marathon ist geschafft. Wir machen zum Abschluss noch Gruppe L. It's coming home, das ist schon das Motto seit vielen, vielen Turnieren der Engländer nach 1966. Die Sehnsucht ist so, so groß nach einem Weltmeistertitel. Aber es ging nicht gut los gegen die Kroaten nach 10 Minuten. Kramaric mit der Führung. Die Engländer brauchten ein bisschen, kamen dann immer besser rein. Und jetzt aufgepasst, Ben Gordon zielt, schießt und trifft nach 21 Minuten. Ein sensationelles Tor. Was für eine Flugkurve. Keine Chance für Livakow da, den Ball zu halten. Und die Engländer setzen direkt noch einen drauf. Halbe Stunde gespielt, Harry Kane auf Jude Bellingham. Und der knallt den Ball unter die Latte. Zum zwischenzeitlichen 2:1. Dann, was wir noch gar nicht gesehen hatten, gab es einen Elfmeter mit dem Halbzeitpfiff. Das Foul, das werden wir jetzt gleich nochmal sehen. Eine kurze Berührung an Mateo Kovacic. Die Engländer wollen es nicht wahrhaben. Aber es war tatsächlich so. Hier, die kurze Berührung von O'Reilly reicht und Kramaric nahm sich dem Ganzen an und verwandelte zum 2:2. 4 Tore, ein Spektakel zwischen den beiden Teams, die schon 2018 das Halbfinale bestritten haben. Damals die Kroaten dann mit dem besseren Ende für sich. Und auch hier ging es gut los in Halbzeit 2 und wieder Andrej Kramaric. Dreierpack schoss seine Kroaten in Führung. Die übernahmen dann auch das Spielgeschehen. Die Engländer wussten ja nichts mehr
dem entgegenzusetzen. Und dann 4 Minuten, 5 Minuten vor dem Ende, die Kroaten legten sich die Engländer zurecht und Kovacic, Muttersehen allein, das geht nicht. Also wer so verteidigt, der kann auch kein Weltmeister werden. Mateo Kovacic mit dem 4:2, auch in der Höhe verdient. Ein richtig starker Auftritt der Kroaten und die Engländer. Erstmal mit einem kleinen Dämpfer. Das letzte Spiel, das Parallelspiel Ghana gegen Panama, auch zwei Mannschaften, die wir öfter schon bei Weltmeisterschaften erlebt haben. Auch ähnlich wie viele Spiele. Noch so ein bisschen abwartend, verhaltener. Es ging nicht viel nach vorne. Das mal bezeichnend. Viel Ball hin und her geschiebe vor den Strafraum, aber kein Abschluss. Auch Ghana versucht es immer wieder in den Strafraum reinzukommen. Dann wird der Ball nochmal quer gespielt und noch eine Ballrolle. So kannst du einfach keine Tore schießen und so kannst du auch keine Spiele gewinnen. Und auch hier schauen wir noch zum allerletzten Mal auf die Gruppe L. Kroatien grüßt von oben, dahinter Ghana und Panama. England erstmal auf dem letzten Platz, aber ich glaube, das werden sie sich nicht nehmen lassen. Die werden noch ins 16. einziehen. Und das soll es erstmal gewesen sein von der ersten Folge. Es war ein großer Aufwand, es hat richtig viel Spaß gemacht. Zeigt mir euren Support mit dem Daumen nach oben. Gerne auch ein kostenloses Abo. Ich versuche jetzt so schnell wie es geht, die zweite Folge rauszuhauen und so weiter und so fort, dass wir während der WM dann mit unserer Prognose fertig werden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.